ich an. Okay, willkommen. Fange ich an. Erstmal ein paar Worte zum Ziel dieses Vortrags. Also ich möchte ein paar Worte darüber sagen, was der Vortrag erreichen soll, was er leisten kann und was nicht. Der Vortrag soll keine historiografische Abhandlung über die Geschichte der politischen Krise, welche 1956 im sogenannten sozialistischen Lager, das ist die allgemeine Bezeichnung jener politischen Kräfte und Staaten, welche sich politisch oder ideologisch an der Sowjetunion orientierten, ausbrach, sein. Dafür ist der Vortrag zu kurz, zu oberflächlich und zu lückenhaft. Noch weniger soll dieser Vortrag eine politische Kritik an den Parteien, Politikern und Staaten sein, welche sich an dieser Krise beteiligten. Stattdessen ist der Zweck des Vortrags, einen Rahmen zu bieten, in welchem ernsthaft und ehrlich darüber diskutiert werden kann, inwiefern die Geschichte, um welche sich mein Vortrag dreht, nach den Vorstellungen der Beteiligten und nach unseren Vorstellungen heute im Verhältnis zum historischen Marxismus stand. Inwiefern es verschiedene legitime Perspektiven gab, mit denen diese Geschichte begriffen wurde und welches Handeln sie erforderte. Der Vortrag, obwohl er in Teilen bewusst polemisch gehalten ist, um die Gefühle und Gedanken der Zeit in Szene zu setzen, sollte nicht so verstanden werden, dass sich daraus ein Urteil ergibt, welches wir Erleuchteten heute über die Figuren der Vergangenheit sprechen können. Denn was haben wir wirklich den noch so sehr diskreditierten Perspektiven dieser Zeit entgegenzusetzen, wo sie doch so viel mehr Leidenschaft und Gedanken produzierte, als sich die politische Linke heute auch nur erträumen könnte. Kurzum, der Vortrag soll keine Antworten liefern, sondern Raum für das Stellen von Fragen schaffen. Erster Teil: Überleben des Endes. Der Tod blickte dem offiziellen Kommunismus ins Auge im Jahre 1941 im Spätsommer. Jeden erdenklichen Verrat hatte dieser begangen, um diesen Moment, der nun gekommen war, zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern. Die Ursünde dieses Verrats war der Sozialismus in einem Land. Ein Versuch, doch zumindest die Institution der Oktoberrevolution in Russland zu retten. Der Molotow-Ribbentrop-Nicht-Angriffspakt, auch der Hitler-Stalin-Pakt, war nur einer von vielen Versuchen der Sowjetbürokratie, die Sicherheit des eigenen Staates auf Kosten der Möglichkeit einer Revolution im Ausland zu gewährleisten. Doch dieser war vergebens. Eine feindliche ausländische Macht übertrat die Grenzen des Landes mit maximalistischen Kriegszielen am 21. Juni 1941. Adolf Hitlers berühmte Aussage, man müsse nur die Tür eintreten und die gesamte verrottende Sowjetunion würde kollabieren, wurde nicht nur von britischen und amerikanischen Planern geteilt, die für einige Wochen versuchten, sich auf eine Zukunft eines Konflikts mit einem Deutschland, welches bis zum Ural reicht, einzustellen, sondern insgeheim auch von großen Teilen der sowjetischen Bürokratie. Doch es kam anders. Die Rote Armee zog sich, schwer verstümmelt, aber doch lebensfähig, in die Tiefe des Raumes der Eurasischen Steppe zurück. Die deutsche Wehrmacht überdehnte sich, schwächte sich an dem erbitterten Widerstand der Millionen Sowjetsoldaten und wurde schließlich von der russischen Erde, welche ihr neuer Lebensraum werden sollte, selbst verschlungen. Die Rote Armee zog als siegreiche Kraft in Europa ein. In Westeuropa landeten die Armeen der Westalliierten und wurden dabei durch Hunderttausende, meist kommunistische Partisanen unterstützt, welche sich zur selben Zeit gegen die Besatzer erhoben. Beinahe dankbar wies Moskau diese Partisanen zur weitgehenden Kollaboration mit den Briten und Amerikanern an. Wiederbelebt durch die faschistische Nahtoderfahrung und geeint durch den antifaschistischen Kampf, schien der offizielle Kommunismus einen neuen Lebenszweck gefunden zu haben. Bald sollte es in beinahe allen europäischen Staaten erneut erstarkte kommunistische Parteien geben, welche in Frankreich und Italien auch die neuen Regierungen mitbildeten. Auch nachdem sie nicht mehr selbst die würdevolle Arbeit der Stabilisierung der antifaschistischen Nachkriegsordnung in der Regierung tun konnten, blieben diese kommunistischen Parteien mehr oder weniger eine loyale Opposition, welche für sich die Rolle der sozialchauvinistischen Sozialdemokratie wiederentdeckte. Zwar gaben die kommunistischen Parteien Westeuropas dieser Haltung über die Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Namen, es blieb jedoch bis 1991 dieselbe.
Zweiter Teil. Rote Ordnung in Europa, neue und alte Probleme. In Osteuropa war der sowjetischen Bürokratie ab 1945 eine neue Aufgabe zugefallen, die sie vor bisher unbekannte Probleme stellen sollte. Mit der Ausnahme von Jugoslawien war die Rote Armee die einzige Kraft in Osteuropa, welche in der Lage war, politische Macht zu ordnen und auszuüben. Die deutschen Marionettenregime in Rumänien und Bulgarien hatten im letzten Moment die Seiten gewechselt, als die Rote Armee sich ihren Grenzen näherte. Andere mussten erst erobert und dann mühsam mit neuen politischen Organen versehen werden. So setzte die Rote Armee ursprünglich auf bereits bestehende politische Strukturen und unterstützte etwa in Ostdeutschland die Etablierung von CDU-Ortsgruppen. In Rumänien und Bulgarien blieben sogar noch einige Zeit die Nazi-Kollaborateure als Bürokraten im Amt. Letztendlich wurden jedoch bald Arbeiterrevolutionen unter der schützenden Hand und auf Anweisung der Roten Armee durchgeführt, welche in ganz Osteuropa Volksrepubliken schufen. Der Stalinismus konnte sich nicht nur als Hüter der Revolution in der UdSSR, sondern auch als ihr Verbreiter in ganz Osteuropa bezeichnen. Hierbei sollte jedoch nicht verkannt werden, dass bereits darin ein fauler Kompromiss auf Kosten der Revolution bestand. So wurden diese Staaten nicht als Mitgliedstaaten der Sowjetunion beigefügt, sondern es wurde in den Volksrepubliken die Volksfront bildlich in verfassungsrechtlichen Beton gegossen und die osteuropäische Kleinstaaterei um der Stabilität willen fortgeführt. In der rechtlich abgesicherten Klassenkollaboration, so schien es, hatte die Bürokratie nun endlich eine politische Form gefunden, in welcher sie sich wohlfühlte. Der Stalinismus war als Produkt der Zeit, als diese Revolution in allen Ländern außer der Sowjetunion war ein Produkt dieser Zeit, als die Revolution in allen Ländern außer der Sowjetunion scheiterte. Diese Isolierung war nicht nur etwas, woran sich die Bürokratie angepasst hatte, sondern etwas, worauf sie ebenso ihre Macht gründete. War doch die Isolation nun überwunden, blieben die Probleme der Austerität, des Elends und der Instabilität in Osteuropa. Keine Region wurde so schwer durch den Zweiten Weltkrieg getroffen wie Osteuropa. Dies zeigte sich spätestens in der erneut aufkommenden Hungersnot Ende der 1940er Jahre. In den ehemaligen Kollaborationsregimen im Baltikum und in der Ukraine sollte noch jahrzehntelang ein geringschwelliger Bürgerkrieg mit den Überbleibseln der durch die Nazis aufgebauten und nun häufig von den Amerikanern am Leben gehaltenen antikommunistischen Partisanengruppen schwelen. Die an die Macht gebrachten Parteien ihrerseits, also in Osteuropa, versuchten ihrerseits, den Sozialismus in einem Land in ihrem Land aufzubauen. Was hier am Rande erwähnt werden sollte, ist, dass die Maßnahmen des Stalinismus in seiner heißen Phase, der sogenannten dritten Periode, selbst Notlösungen aus der Isolation waren. Dies kann zum Beispiel dafür genommen werden, dass der Stalinismus, wie Trotzki sagte, Niederlagen in Siege und Kompromisse aus der Not in Prinzipien des Leninismus verwandelte. Jedoch war der Kompromisscharakter dieser Maßnahmen Ende der 1940er Jahre nicht vollständig in Vergessenheit geraten. Doch es schien, als hätte sich eben diese Not in den neu geschaffenen Staaten in Osteuropa ebenfalls breit gemacht, sodass es zu neuen Säuberungen, Machtkämpfen und Austerität kommen sollte. Es setzte sich in diesen Staaten häufig diejenige Fraktion der jeweiligen KP durch, welche sich als erste die Gunst des Vaters in Moskau gewinnen konnte, Stalin. Den von dem Krieg gebeutelten Volkswirtschaften erging es noch deutlich schlechter in dem Versuch, eine eigene, auf Autarkie getrimmte Industrialisierung nach russischem Vorbild durchzuführen. Aber wer könnte sagen, dass Albanien ein großes sozialistisches Vaterland ist, wenn es nicht selbst Schwerindustrie hatte? Tod des Vaters, Stalin, das ist der dritte Teil. So setzte sich unter der ruhigen Hand Josef Stalins dieser so offensichtlich verrottene Status quo fort. Wer hätte übersehen können, dass es so nicht weitergeht? Nicht unbedingt für den Sozialismus, sondern das Sowjetsystem selbst. Gibt es da einen Unterschied? Eine Frage, die Nikita Chruschtschow zumindest mit Nein beantwortete. Dazu aber gleich mehr. Am 5. März 1953 ist Josef Stalin, der Erbe Lenins, der Vater der Völker, der Retter des Sozialismus und der Besieger des Faschismus, gestorben. Er erlitt einen Schlaganfall.
Der Legende nach trauten sich seine Leibwächter nicht nach ihm zu schauen, und es waren keine Ärzte mehr zur Stelle, weil Stalin sie alle kurz vorher deportieren ließ. Legende oder Wahrheit, Stalin war jedenfalls am Ende tot. Für viele Millionen Sowjetbürger war dies ein zutiefst verunsicherndes Ereignis. Schließlich war es Stalin, welcher dieses rote Riesenreich zusammenhielt. Wer oder was sonst? 4. Teil. Aufbrechen des Monoliths. Das ist eine Frage. Man sagt, dass nachdem die Welt durch einen Atomkrieg zerstört wurde, nur noch Kakerlaken übrig blieben. Was aber würden die Kakerlaken über diese Welt sagen? Stalin war die Atombombe, welche in die bolschewistische Partei einschlug. Chruschtschow, die Kakerlake, welche aus dem radioaktiven Trümmerhaufen emporkroch. Überlebt hat er erst als Politkommissar, dann als Mitglied des Zentralkomitees durch Lug, Betrug und Unterwerfung unter Stalin. Wjatscheslaw Molotow erwähnt in seinen übrigens extrem unterhaltsamen Memoiren, wie Chruschtschow Stalin oft mit Vater ansprach und während der Säuberungswellen Ende der 30er Jahre forderte, eine noch härtere Linie gegen Verräter zu fahren, sodass Stalin teils die Rolle des Moderaten innerhalb seines Kabinetts zufiel. Nach dem Krieg stand Chruschtschow lange der Clique um Beria und Malenkov nahe, die Männer, die er mehr als alle anderen in dem Ringen um die Macht nach Stalins Tod kaltstellen musste. Malenkov im übertragenen Sinne, er wurde Direktor eines Elektrizitätswerkes in Kasachstan, Beria im wortwörtlichen Sinne, und schlug unter anderem vor, Moskau ebenfalls wie Zarizin, Stalingrad, heute Wolgograd, nach Stalin zu benennen. Also das ist, was Chruschtschow vorschlug zu Stalins Lebzeiten. Zu Stalins Lebzeiten war Chruschtschow also einer der größten Unterstützer des Personenkults. Und doch war es seine Geheimrede über den Personenkult und seine Konsequenzen, gehalten am Abschluss des 20. Parteikongresses im Februar 1956, das auslösende Ereignis, welches die gesamte kommunistische Welt in eine Krise stürzte, von welcher sie sich nie erholen sollte. Die Rede selbst war vielleicht die historisch wichtigste Rede seit Marcus Antonius Grabrede für Julius Caesar. Sie ist das Produkt eines Geistes, welcher mit gesundem Menschenverstand denkt, welcher kritisch und mutig ist, welcher doch der stalinistischen Logik nicht entkommen kann. Dies ist nicht die Folge dessen, dass Chruschtschow kein großer Denker war und dass die Rede wohl sehr spontan und frei von der Leber weggehalten wurde. Die Wirkung dieser Rede sollte das Ende einer ganzen Welt sein. Für Millionen Kommunisten weltweit waren die Enthüllungen Chruschtschows wahrhaft unglaublich. Es war, als hätte der Papst enthüllt, es gäbe keinen Gott. Die Rede trat eine Spaltung los, welche sich, wie eben beschrieben, lange unter der Oberfläche anbahnte, aber welche niemand in diesem Ausmaß erwartet hatte. Alle kommunistischen Parteien spürten diesen Konflikt und sollten von ihm noch lange schwer gezeichnet werden. Die Kritik Nikita Chruschtschows konzentrierte sich auf 3 Schwerpunkte: den Personenkult, die Säuberungen und den Krieg. Die Verbrechen Josef Stalins werden in ungeschönter Weise dargestellt. Der massenhafte Mord, die Vertreibung, die durch Folter erpressten Geständnisse, die Paranoia des Allmächtigen, welcher sich noch in den letzten Jahren seiner Herrschaft beinahe nie aus den Mauern des Kremlin herausbewegte. Ein niederträchtiger, arroganter Mann, welcher die verdienten Helden der Revolution missachtete, welcher getrieben wurde durch die Angst, finstere Verschwörungen könnten in jeder schattigen Ecke der Sowjetunion, auch durch die eigenen Gefolgsleute gegen ihn geplant werden, und welcher selbst Schukow seinen Teil des Ruhms über die Deutschen neidete und welcher sich an der offiziellen Vergötterung seiner selbst durch den staatlichen Personenkult erfreute. Chruschtschow schonte Stalin nicht, sondern malte dieses Bild des Schreckens in aller Buntheit aus. Ich bezweifle nicht, dass Chruschtschow Stalin persönlich wohl hasste, doch es ist nicht übersehbar, dass seine Kritik in entscheidenden Fragen offen bleibt. Chruschtschow bemängelte, wie sich Stalin über die Massen stellte, wo doch Lenin lehrte, dass die Massen und die Partei die Geschichte machen, nicht Individuen. Und was für Massen und was für eine Partei es waren. Aber wie konnte dann ein Individuum wie Stalin diese Massen und diese Partei brechen und sich über sie stellen?
Die Degeneration der Partei und die Demoralisierung der Massen im Zuge des Scheiterns der Weltrevolution wird in der stundenlangen Rede, ich glaube, Chruschtschow redete insgesamt 5 Stunden, bin mir nicht sicher, nicht als solche thematisiert. Die Säuberungen sind wohl der heikelste Teil der Rede. Bukharinisten, Trotzkisten, bürgerlich-nationale Demokraten und andere Feinde der Partei mussten bekämpft werden. Aber es war Stalin, der sie zu Feinden des Volkes machte und sie nicht nur politisch bekämpfte, sondern sie töten ließ. Und die Säuberungen hörten nicht, und mit den Säuberungen hörten nicht die Machtkämpfe in den 30ern auf, sondern gingen immer wieder los, so auch nach dem Krieg in der sogenannten Leningrader Affäre, in welcher sich Beria und Malenkov sich einiger etwas zu ambitionierter Bürokraten aus dem Leningrader Parteiapparat entledigt. Diese waren selbstverständlich selbst Teil der stalinistischen Fraktion. Chruschtschow konzentrierte sich auf die Opfer der Säuberung innerhalb der stalinistischen Fraktion. Hierin ließ die Tragödie für ihn außerhalb derselben waren die Säuberungen übrigens höchstens ein zu viel des Guten. Von dem Mord an Trotzki spricht er nicht. Wohl aber von dem Mann, der es tat. Nein, nicht der Spanier, der einige Jahre später, den Chruschtschow einige Jahre später in der Sowjetunion aufnehmen würde, sondern Lavrenti Beria. Auch bei ihm scheute er keine negative Charakterisierung. Ein Schurke, ein Karrierist, ein Mörder, ein moralisch verkommener, böser Degenerierter. Das alles stimmt. Um das zu wissen, war es nicht notwendig, dass man 1993 die Skelette einiger junger Frauen im Vorgarten von Berias Villa in Moskau ausbuddelte. Das wusste man auch vorher. Doch auch hier gilt für Chruschtschow, dass es die persönliche Bosheit des Mannes Beria selbst war, welche die Schande der Stalinzeit ausmachte. Nicht, dass die Schuld der Verfolgung und Denunziation wirklich jeden traf, der sie überlebte, und auch viele, die sie nicht überlebten. Wir liegen gut in der Zeit, ich lese das also noch vor. Anhand von Berias Prozess 1953 lässt sich übrigens sehr schön erörtern, inwiefern Elemente der politischen Praxis des Stalinismus Stalin selbst überlebten, doch sich dessen Stil und Charakter änderte. Wenn Stalin einen Verräter fand, sollte dieser Mensch zerstört werden. Es sollte nicht nur keinen Zweifel an seiner Schuld geben, sondern es sollte auf rituelle Art und Weise die persönliche Abscheulichkeit dieses Menschen in das Bewusstsein der Partei und der Öffentlichkeit eingebrannt werden. Die Prozesse waren öffentlich und begleitet von einer manischen Wut und den legendär ausführlichen Geständnissen der Verdammten. Auch Jahrzehnte nach den Prozessen gegen Sinowjew und Bukharin begannen öffentliche Diskussionen oft mit der Denunziation der Verräter Bukharin und Sinowjew, als wären sie noch im Raum. Chruschtschow sprach diese Sprache selbstverständlich auch. Doch der Stil der poststalinistischen Säuberung änderte sich. Beria wurde angeklagt und in den Zeitungen des Verrats überführt, ja. Doch diese schenkten schon am nächsten Tag anderen Themen größere Aufmerksamkeit. Der Prozess war kurz und in Kamera, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Tribunal bestand aus einem Marschall der Roten Armee, Konjew, aber von der Partei waren nur Männer der 2. und 3. Reihe dort. Beria und 7 weitere Männer der Geheimpolizei wurden nach einer Woche erschossen und bald vergessen. So, zurück zum Thema. Der große patriotische Krieg, wie der Zweite Weltkrieg genannt wurde in der Sowjetunion und heute noch in Russland, war eine der großen stützenden Säulen für Stalins persönliches Ansehen und seine Stellung an der Spitze der gesamten kommunistischen Weltbewegung und der nach Freiheit strebenden Völker der Dritten Welt. Peinlicherweise enthüllt Chruschtschow, dass der weise Stalin mit seinem stählernen Willen nach Beginn der Invasion einen Nervenzusammenbruch erlitt und sich in seine Datscha zurückzog, um zu schmollen. War es nicht das Politbüro, welches die einzigartige Gelegenheit, den einzigartigen Tyrannen Josef Stalin loszuwerden, verstreichen ließ? Zu feige, selbst die Kontrolle zu übernehmen, fuhren sie zu Stalins Datscha und flehten ihn an, die Macht auszuüben, welche er sich mit den Knochen tausender Kommunisten erkauft hatte. Für Nikita Chruschtschow waren es schreckliche Exzesse, welche die Stalinzeit ausmachten. Stalin war ein einzigartiger Unglücksfall für die Partei und das Land,
Und doch gestand selbst Chruschtschow in einem Moment, welcher aus dem restlichen Ton der Rede deutlich herausfällt, gestand er ein, dass Stalin all dies in der festen Überzeugung tat, dass es für das Wohl des Sozialismus notwendig war. Gegen diese Exzesse verschrieb er zurück zu Lenin. Es war Lenin und die Prinzipien des Leninismus, gegen welche Stalin in seinem verbrecherischen Exzess verstieß. Zurück zum Lenin der vernünftigen Partei, der kollektiven Führung und der sozialistischen Ethik und Bescheidenheit. Zurück zum normalen politischen Kampf. Ist das, wohin Chruschtschow zurück will, Lenin oder seine Erinnerung an Lenin? Wenn es Lenin war, wessen Lenin war es und war es der echte? 5. Teil. Zurück zu Lenin oder Maos Antwort auf die Entartung der Revolution? Verzeihung. Leninismus ist die Frage und die Antwort, nicht nur für Nikita Chruschtschow, sondern auch für Mao Zedong. Wie Nikita Chruschtschow hatten Mao und die Kommunistische Partei Chinas, diese beiden sollten übrigens in keiner Periode der Geschichte der chinesischen Kommunistischen Partei als identisch betrachtet werden, kein Blatt vor den Mund genommen. Also Mao und die Kommunistische Partei Chinas. Kein Blatt vor den Mund genommen, als die Moskauer Generallinie kritisiert wurde. Der Vorwurf war, dass der offizielle Moskauer Kommunismus die kämpfenden Völker der Welt verrate, indem er die friedliche Koexistenz mit dem Westen sowie den parlamentarischen Weg, das ist von Maurice Thorez, Boss der französischen KP, zum Sozialismus, als er das zu seiner Position machte. Chruschtschow seinerseits hatte natürlich an die Chancen der KP in Frankreich zu denken, der einen Verlust von Kolonien wie Algerien und Vietnam nicht so schnell zumuten wollte. Auch konnte sicherlich niemand die Gefahr des Atomkriegs auf die leichte Schulter nehmen. Und wie sollte man diesen verhindern, wenn man nicht mit den Imperialisten verhandelte? Sollte man sie stattdessen als Todfeind auf ihren baldigen Untergang einschwören? Nein, die Bedingungen hatten sich offensichtlich geändert und die Zeit für solch ein Abenteurertum war vorbei. Dass dieser Konservativismus in Bezug auf die Chancen einer europäischen Revolution, die Wahrung des europäischen Friedens sowie die damit verbundene Zurückhaltung in Bezug auf die antikolonialen Bewegungen in Asien und Afrika schon lange auch inoffiziell die Position Josef Stalins war, wie Mao in seiner schon zu dieser Zeit langen Karriere selbst erlebte, musste allen Seiten bewusst gewesen sein. Doch es wurde in der Debatte von beiden Seiten geschickt verschwiegen. Dazu später mehr. 1927, 1937 und 1949 wurden die chinesischen Kommunisten von Moskau zurechtgewiesen, immer jeweils zu einer Verschiebung ihrer Politik nach rechts. Stalin wollte Maos Bauernarmee lieber als Druckmittel auf die Kuomintang auf dem Land statt als kommunistische Partei in der Regierung sehen. Auch beim Koreakrieg war Stalin deutlich zurückhaltender, als Mao lieb war, jedenfalls am Anfang. Nicht zu vergessen sind die großen strukturellen Unterschiede, welche zwischen beiden Parteien bestanden. War Maos Bauertruppe nicht gerade eine Verletzung der marxistischen Orthodoxie von der Führungsrolle des industriellen Proletariats? Mao, ein chinesischer Pugatschow, Pugatschow, ein legendärer russischer Bauernführer aus dem 18. Jahrhundert, wie viele ihn nannten, vielleicht aber wohl kaum ein neuer Lenin. Um durch solche Verstöße nicht exkommuniziert zu werden, unterwarf sich Mao so weit wie notwendig und sofern Moskau den Blick auf das rückständige China gerichtet hatte, dem Vater in Moskau. Damals war also nicht der Zeitpunkt, diese Debatte zu beginnen. China war vollständig deindustrialisiert und weiter verarmt im Zuge des Kriegs gegen Japan und des Bürgerkriegs. Die Hilfe der Sowjetunion war bitter notwendig und auch großzügig. So erhielten die Kommunisten nicht nur vor dem Sieg im Bürgerkrieg große Teile der Mandschurei, welche sich in wenigen Jahren von der Peripherie in die einzige Industrieregion Chinas verwandelt hatte,
sondern auch den Hafen Port Arthur und weitgehende industrielle und militärische Hilfe. Doch es war nicht bloß Großzügigkeit. Wichtige Häfen blieben unter de facto sowjetischer Kontrolle, und durch die Industriehilfen hatten die Chinesen nun einen guten Grund, sich loyal zu verhalten. All das soll bloß zeigen, dass Stalin Maos China nicht als natürlichen Verbündeten sah. Zwar war Stalins Ansatz nicht der imperiale Anspruch des alten zaristischen Russlands, welcher ursprünglich die russische Besetzung der Mandschurei auslöste, doch die Saat für einen geopolitischen Konflikt, welcher sich gewaschen hat, war gesät. Wenig überraschend also, dass es der Moment der innenpolitischen Krise des Ostblocks sein sollte, welcher ihn losbrechen ließ. Und so kam es, dass, getrieben von inneren Widersprüchen und Konflikten, Stalins treuer Schoßhund Nikita Chruschtschow das Schlachtfeld der intrakommunistischen Auseinandersetzung als überzeugter Destalinisierer und Modernisierer betrat, während der nur bedingt loyale chinesische Pugatschow, welcher nicht selten mit Stalin unzufrieden war und teilweise sein Bestes gab, den Moskauer Anweisungen zu trotzen, auftrat als der prinzipientreue Verteidiger stalinistischer Orthodoxie. So. 6. Teil. Neuer Kommunismus. Ist auch eine Frage. War die Moskauer Partei nicht von innen heraus verrottet? Man denke an die privilegierten Bürokraten in Moskau, welche das Schicksal jener verkauften, welche in den Reisfeldern, Dschungeln und Wüsten der Welt ihr Leben riskierten. Eine neue Bourgeoisie? Sagte nicht Lenin, dass sich die Partei am Vorabend der Revolution in einen revolutionären und einen konterrevolutionären Teil spalten würde? War hier nicht ein neuer Revisionismus in Moskau entstanden, von dem sich die revolutionären Elemente des Weltkommunismus abzutrennen hatten? Ist es nicht die Frage von Reform oder Revolution, welche Moskau von Peking trennt? Nicht nur Mao Zedong war drauf und dran, sich von Moskaus Führung zu lösen. Einen unabhängigen Kurs wollten auch andere. Da war Tito in Jugoslawien, welcher sich mit seinen Partisanen 1945 selbst befreite und entsprechend keine Rote Armee im Nacken sitzen hatte, als es darum ging, einen eigenen Staat aufzubauen. Stalin versuchte wohl mehrfach, ihn zu töten, der Legende nach wieder. Zu ihm gesellte sich eine Reihe von linken und anderen aufbegehrenden Kräften innerhalb und außerhalb des sogenannten Ostblocks. Sie wünschten sich eine Art dritten Pfad, welcher sich sowohl der Moskauer Kontrolle als auch dem gefährlichen Konfrontationskurs in der Ära der Atomwaffen entzieht. In der kommunistischen Welt rumorte es ab 1956 an allen Ecken und Enden. Sei es durch den Konflikt mit China, die Aufstände im Block selbst, wie in Ungarn und Polen 1956, oder durch die Vorstellung über eine unabhängigere europäische kommunistische Politik wie die Togliattis, das war der Parteichef der italienischen KP ab 1947. Für Isaac Deutscher, einer der intelligentesten internationalen Beobachter der kommunistischen Welt nach 1945, spiegelte diese Auseinandersetzung eine Wiederkehr einer Debatte aus den 1920ern wider. Jener zwischen Stalin mit seinem Zentrum, mit Trotzki zu seiner Linken und Bukharin zu seiner Rechten. Nun stand also Chruschtschow als wahrer Erbe Stalins im Zentrum und hatte Mao statt Trotzki zu seiner Linken und Tito, Togliatti und andere als langsame Bukharinisten auf der rechten Seite. Dass dies ein hinkender Vergleich ist, muss nicht erwähnt werden, denn natürlich spaltete sich hier nicht die bolschewistische Partei, sondern die stalinistische Fraktion. Doch kann nicht der alte Marxismus aus dieser Fraktion wiederhergestellt werden, wie die DNA eines toten Dinosauriers den Jurassic Park in den Filmen bevölkert. Entscheidende Fragen des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus blieben unbeantwortet, als die Debatte durch die stalinistische Eiszeit unterbrochen wurde. So waren schließlich die meisten Beteiligten alte Genossen genug, sodass ihnen diese Begriffe direkt auf die Lippen sprangen. Der Vorwurf gerade des Trotzkismus wurde andauernd herumgeworfen.
Was bedeutet es, wenn sich der politische Kampf erneut an Begriffen des traditionellen Marxismus zu orientieren scheint? Wie bereits ausgeführt, lässt sich leicht die Ursache für Prinzipien der Teilnehmer der Debatte in rivalisierenden Nationalismus identifizieren, ohne dass man sich je in das trübe Fahrwasser des Marxismus begeben müsste. Der Mann, der die Auseinandersetzung im sozialistischen Lager sehr genau beobachtete und heute wohl ohne Zweifel als Sieger der sino-sowjetischen Konfrontation betrachtet werden kann, ist Henry Kissinger. Für Kissinger stellt sich der Konflikt als uralter Konflikt dar, welcher seinen Ursprung in der Natur beider Staaten hat. Die Chinesen wären nicht bereit, sich unterzuordnen. Sie sind 2000 Jahre lang die dominante Macht des asiatischen Raums gewesen und sehen diese Position als ihr natürliches Recht an. Denn was sind schon 100 Jahre Demütigung in der Geschichte eines Imperiums, das so alt ist wie die menschliche Zivilisation? Die Russen dagegen haben eine historisch sehr schwache Diplomatie und seltene Allianzen mit Staaten außerhalb Europas, die sie nicht gleichzeitig auch militärisch besetzen. China war nur im technischen Sinne ein Verbündeter der UdSSR und sagte sich los, sobald es Raum zum Manövrieren sah. Eine simplistische Analyse allemal. Doch wer kann dem ernsthaft etwas entgegensetzen? Doch weder Chruschtschow noch Mao konnten sich auf eine derartige Weise vom Sozialismus lossagen, noch konnten sie ihn als ideologische Ausrede einfach beiseite schieben. Sowohl Chruschtschow als auch Mao und die Parteien, welche sie anführten, waren zutiefst gezeichnet durch die Jahrzehnte der dezidiert marxistischen Politik und die dramatischen Züge, welche sie in ihrer Geschichte annahmen. Diese Parteien führten Millionen von Kadern und große Staaten, welche ihre Macht und ihre Institutionen auf die Arbeiterklasse stützten und welche nicht unabhängig von der Geschichte des Marxismus zu begreifen waren. Isaac Deutscher beschrieb dies damit, dass im Stalinismus alle verschiedenen Phasen der Französischen Revolution abgebildet sind: der radikale Jakobinismus, der konservative Thermidor und der Verbreiter der Revolution in ihrer nun konservativen Form, Napoleon. Aber dennoch sollte diese Auseinandersetzung in den 1950er Jahren, welche all die Dramatik, den Pathos und die Leidenschaft der großen Debatten des Marxismus erreichten und welche sich eben solcher Sprache bedienten, nie zu der Rekonstitution derselben revolutionären Politik führen, welche ihre Vorgänger produzierten. Der Stalinismus ist die Liquidierung des revolutionären Potenzials, welche aus den Institutionen der Arbeiterklasse selbst entstand und welcher sich ebenso auf diese stützt. Er verkörpert den ständigen inneren Widerspruch innerhalb der Staaten des Realsozialismus, welcher sich aus dem Widerspruch der radikalen sozialistischen Ideologie und den widrigen tatsächlichen Umständen der isolierten Existenz als Nationalstaaten in einem weltumfassenden Kapitalismus ergibt. 7. Teil: Kommunistischer Weltkrieg. Spätestens ab 1963, als Mao Zedong die Anklage des Revisionismus offiziell gegenüber Moskau erhob, tobte ein ideologischer, politischer und auch militärischer Kampf um die Führung des sozialistischen Lagers. Dieser endete erst wirklich mit dem Kollaps der Sowjetunion. Der Vorwurf, welcher im Vordergrund der Sowjetunion durch Peking gemacht wurde, war der, ihre revolutionären Wurzeln im Zuge von Stalins Tod und Chruschtschows Machtübernahme und Reformen verloren zu haben. Für viele erschien dies nicht nur ein legitimer Vorwurf, sondern Peking schien auch die passende Antwort gefunden zu haben. Die heroische Phase des Stalinismus schien in den späten 1950ern und dann 1960ern in China wiederentdeckt worden zu sein. Durch den großen Sprung nach vorne ab 1959, die große proletarische Kulturrevolution, wie auch durch das konsequente Verfolgen einer unversöhnlichen Politik der Kolonialrevolution, meinten nicht nur viele westliche Beobachter, wie übrigens auch der bereits benannte Henry Kissinger, die stalinistische dritte Periode wiederzuerkennen. Auch einige innenpolitische Gegner Chruschtschows, welche seine Destalinisierung kritisierten, glaubten zwischenzeitlich, in China sei der revolutionäre Geist wiedererwacht. Doch auch der große Sprung nach vorne, die Kulturrevolution, waren der große Sprung nach vorne und die Kulturrevolution nicht ebenso Produkte der Not Chinas,
welche auf bemerkenswerte Art und Weise die Nöte der Sowjetunion in den 20er und 30er Jahren widerspiegelten. Mit dem großen Sprung nach vorne als chinesische Version der Industrialisierungspolitik und der Kulturrevolution als Säuberung der Partei. Weiteres Objekt der chinesischen Kritik an Moskau war deren unzureichende Unterstützung der Kolonialrevolution, welche in Chinas Hinterhof in Asien und in anderen unterentwickelten Regionen der Welt losbrach. Durch das konsequente Wegbrechen Chinas aus der sowjetischen Sphäre drohte Moskau endgültig als politischer Orientierungspunkt für die kommunistischen und antikolonialen Bewegungen in Ost-, Südost- und Südasien wegzufallen. Doch auch die Pekinger Bürokraten konnten die realpolitischen Bedürfnisse ihres Staates nicht ignorieren. So waren auch sie bald in einer ähnlichen Position wie Moskau, welches einst die chinesischen Kommunisten anwies, keine Machtübernahme anzustreben, um ihre Beziehungen zu Chiang Kai-shek nicht zu ruinieren. Ab 1972, nachdem eine strategische Allianz mit den Vereinigten Staaten geschlossen wurde, aber Nixon in Peking, war der Hauptfeind nun die sozialimperialistische Sowjetunion. Hier nur am Rande erwähnt seien die Versuche, die Wiederherstellung des Kapitalismus in der Sowjetunion anhand der maoistischen Theorie zu erklären. Ohne dass einem das bewusst war, kam man teilweise haarscharf an die trotzkistische Theorie von den degenerierten bzw. deformierten Arbeiterstaaten heran. Aber zurück zum Thema. Es galt nun immer häufiger, die freien Völker der Welt vor der sozialimperialistischen Versklavung zu retten, auch wenn diese von Kommunisten ausging und auf der Seite der freien Völker bürgerliche Nationalisten oder auch zweifelsfreie Reaktionäre standen. In den Philippinen konkurrierten China und die Sowjetunion nicht etwa um die politische Führung der philippinischen Kommunisten, das auch, sondern um die Gunst Philipp Marcos, dem nationalistischen Diktator. Peking erklärte ihn für diese Zwecke sogar gleich zum Sozialisten. Vietnam war lange zwischen den Fronten und wurde zeitweise von Peking und Moskau gleichzeitig unterstützt. Als jedoch 1975 Indochina an die Kommunisten fiel, orientierte sich Vietnam deutlicher an Moskau. In Kambodscha dagegen übernahmen die an China orientierten Roten Khmer die Macht. Als unter der Führung dieser die Lage in Kambodscha kritisch wurde, führten Grenzkonflikte mit Vietnam zum vietnamesischen Einmarsch. Auf diese antwortete Peking 1979 übrigens selbst mit einer gescheiterten Invasion. In Angola unterstützte China zusammen mit den USA die nationalistische UNITA gegen die offiziell marxistisch-leninistische MPLA. In Peru kämpfte das sowjetisch orientierte Kuba seinerseits zusammen mit dem US-gestützten Diktator Fujimori gegen den maoistischen Sendero Luminoso. Und schließlich unterstützte China zusammen mit den USA die afghanischen Mujahedin gegen die sowjetische Militärpräsenz und die nominell sozialistische afghanische Regierung. 8. Teil. Tod des Vaters? Ist eine Frage. Deng Xiaoping und der neue Revisionismus. Als Mao 1976 starb, war auch China reif für seinen eigenen Revisionismus. Doch Mao blieb eine Demaoisierung nach dem Beispiel Chruschtschows erspart. Stattdessen führte die Partei eine Reihe von Vorstellungen der Rubrik »Der gute Sultan, der böse Emir« auf und gab stattdessen Maos Ehefrau Jiang Qing und ihrer Viererbande die Schuld. Der Vorwurf des Revisionismus traf Deng Xiaoping zwar, insbesondere von Seiten westlicher Maoisten, doch eine vergleichbare politische Krise wie nach der Geheimrede von 1956 blieb aus. Dies ergab sich unter anderem daraus, wie sich die Welt in den Jahren zwischen 1953 und 56 und 76 und 78, also Deng Xiaopings Machtübernahme, verändert hatte. Mao hatte China schon in den meisten Fragen geopolitisch an die Seite der USA gesteuert. Es gab keinen großen Block an Mächten, welcher durch das Proklamieren von Dengs Reform und Öffnung, wie sein Programm hieß, oder Sozialismus mit kapitalistischen Methoden, was ein anderer Slogan Dengs war, gesprengt werden konnte. Die Partei stand hinter Deng, auch aus Angst vor einer Wiederkehr des Chaos der Kulturrevolution. Der Wind der wirtschaftlichen Lage hatte sich eindeutig im Sinne einer Liberalisierung gedreht. Es gab keine Illusionen von Autarkie.
Auch ging die Kritik aus dem Westen nicht von Parteien von Millionen Arbeitern aus, wie noch unter Chruschtschow, sondern von kleinen K-Gruppen. Ab 1959 hatten auch von diesen die meisten die Zeichen der Zeit erkannt und liquidierten sich, etwa in die Grünen. Habe ich doch gesagt, 1979. 1979, dass das klar ist, nicht 1959. 1979, K-Gruppen in die Grünen. So, wer blieb, konnte Deng egal sein. Wie Mao zog er Christdemokraten vor. Linke heute kennen diese Geschichte und sie versuchen, ihre Lehren daraus zu ziehen. Also im besten Fall kennen sie diese Geschichte. Sie stellen sich daraufhin Fragen wie, ist China nach Dengs Reformen noch sozialistisch oder sogar, war die Sowjetunion je sozialistisch? Ich aber möchte eine andere Art der Fragen anregen. Eine, die davon ausgeht, dass alle Beteiligten sich mit einiger Legitimität für Marxisten hielten und versuchten, ihr Handeln und ihr Denken in Relation zum Marxismus zu setzen. Was bedeutet dies für eine politische Linke heute? Man hört es leise. Genau. Das war der Vortrag. Mao, Chruschtschow und die Krise im sozialistischen Lager. Es wird jetzt Fragen und Antworten geben. Gibt es Fragen? Farsad, bitte. Genau. Danke für den Vortrag, Henning. Du hast gemeint, dass die Chinesen, beziehungsweise ich glaube, du hast gemeint, das war in den 50ern oder den 60ern, ich weiß nicht mehr genau wann, eine Kritik an der Sowjetunion hatten, welche tatsächlich sehr nah war an der trotzkistischen Kritik der Sowjetunion als deformierten Arbeiterstaat. Könntest du vielleicht das nochmal ausführen, weil das würde mich sehr interessieren, inwiefern das ähnlich war und inwiefern es auch Unterschiede gab. Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, weil sie mussten dann argumentieren, inwiefern der Kapitalismus in der Sowjetunion wiederhergestellt wurde. Das wurde, glaube ich, 1963 in der Polemik gegen die Moskauer Generallinie von Mao proklamiert. Und da konnten sie auf zwei verschiedene Arten und Weisen vorgehen. Da konnten sie entweder sagen, dass Chruschtschows Reformen quasi das kapitalistische System wiederhergestellt hatten, das heißt die begrenzte Marktliberalisierung, wenn man so möchte, das war. Aber die viel interessantere und ich würde sagen, die Hauptrichtung der Kritik war eine, die gesagt hat, der kapitalistische Charakter der Sowjetunion ergibt sich aus dessen politischen Kurs zu friedlicher Koexistenz. Und das ist ganz interessant, weil der degenerierte Charakter der degenerierten Arbeiterstaaten für Trotzki ergibt sich daraus, dass die revolutionäre Politik dieser Staaten liquidiert wurde in, wie er sagt, kleinbürgerliche Demokratie. Das bedeutet quasi, du musstest nicht, wie eigentlich so im stalinistischen Lingo üblich war, sagen, okay, aus einer Zusammensetzung der Produktivkräfte ergibt sich ein sozialistischer oder ein nicht sozialistischer Charakter, sondern du musstest argumentieren mit der politischen Wirkrichtung. Und da sehe ich eine Art und Weise, wie diese Kritiken mal mehr, mal weniger nah aneinander vorbeigingen. Und das ist ganz spannend, finde ich. Genau, sorry, ich würde vielleicht noch was hinzufügen. Was ich auch interessant finde, ist, dass praktisch sozusagen, wenn du es sozusagen nach deiner Beschreibung sich so auch anhört, als ob die Kritik an der Sowjetunion auch praktisch die ist, dass die Sowjetunion sozusagen integriert ist in das kapitalistische Weltsystem und sozusagen da auch seine Rolle spielt und in diesem Sinne auch seinen friedlichen Koexistenzkurs ausführt. Und ich habe auch den Eindruck, als ob auch heutzutage im Maoismus auch so einem gewissen Grad noch immer diese Perspektive für die Linke und den Sozialismus auch vorherrscht, nämlich dass die Linke und Sozialismus etwas außerhalb von diesem sozusagen total integrierten System ist und das praktisch sozusagen dann auch höchstwahrscheinlich damals der Punkt dann war gegen die Sowjetunion, dass China sozusagen ein Außerhalb darstellt. Aber was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, was der Unterschied zu Trotzki ist. Also weil Sie haben offensichtlich nicht das gesagt, was Trotzki gesagt hat, beziehungsweise nicht das gemeint, wie Trotzki es gemeint hat. Ob du vielleicht noch was dazu kurz sagen könntest.
Ja, ich meine, die Unterschiede liegen einfach darin, dass der Maoismus de facto eine stalinistische Kritik am Stalinismus ist. Das bedeutet, sie verblieben im engeren Sinne innerhalb der stalinistischen Logik. Das bedeutet zum Beispiel, wie gesagt, die Kritik es ging um viel weniger als bei Trotzki. Bei Trotzki ging es um die Führung der Arbeiterklasse zur Weltrevolution. Bei der maoistischen Kritik an der Sowjetunion ging es darum nur im übertragenen Sinne. Erstmal ging es um die Solidarität mit den antikolonialen Aufständen in der Dritten Welt. Es ging auch abstrakter um Fragen über friedliche Koexistenz, aber das war nicht so eine praktische Frage der Führung des Proletariats. Und natürlich hatte man schon natürlich ein anderes Verständnis von Sozialismus und von Revolution und was das alles bedeutet als Trotzki. Also soweit schon. Ich würde aber dazu noch sagen, dass es interessanterweise natürlich Maoisten gibt, die diese Sache weiterdenken und die das nicht einfach nur gegenüber der Sowjetunion dann vorgebracht haben, sondern mit denselben Argumenten wie 63 Mao dann 1978 gegen Deng ging. Da gab es einige Maoisten, die haben sich dann getrennt von ihrem Lieblingskommunismus und sind heute teilweise die schärfsten Kritiker Chinas, sind teilweise Maoisten, die genau diese Logik gegenüber China anwenden, nämlich, okay, offensichtlich ist die Richtung dieser Entwicklung eine der friedlichen Koexistenz mit dem Kapitalismus, was offensichtlich die chinesische Politik heute ist. Ja. Weitere Fragen? Finn? Du hast eine interessante Parallele aufgemacht, nämlich die Krise der Zweiten Internationale mit dem Streit oder des Splits der Sozialdemokratie in das revisionistische Lager und sozusagen das Revolutionäre der Dritten Internationalen und hat das verglichen mit dann der Krise des Stalinismus, der sich in dem Auseinanderfallen der weltkommunistischen Bewegung in friedliche Koexistenz von Chruschtschow und maoistische Revolution in der Dritten Welt oder so aufteilte. Und sozusagen im traditionellen Marxismus bzw. für Lenin war ja der Split innerhalb der Sozialdemokratie einmal Ausdruck der Krise des Kapitalismus und des Weltimperialismus, der sozusagen damit auch auf die Notwendigkeit und Möglichkeit der Weltrevolution hinwies und das dann unter erneuten oder neuen Bedingungen. Und gleichzeitig, oder anders gesagt, wie ließe sich dieses Verständnis von Split oder von einem Bruch innerhalb der kommunistischen Bewegung als notwendiger Schritt, sozusagen die Krise des Kapitalismus zu vertiefen und die Weltrevolution vorzubringen, vergleichen mit dem Bewusstsein der kommunistischen Internationalen in den 50er und 60er Jahren, dann zu Zeiten der Krise des Stalinismus. Also ist es eher sozusagen mehr eine Wiederholung dieses Splits auf niedrigerem Niveau, also schon quasi beraubt des tatsächlichen Horizonts einer Revolution? Oder gab es auch in diesem Split sozusagen die Tendenz oder Möglichkeit, diese Krise zu vertiefen? Weil ich glaube, Isaac Deutscher schreibt sogar in einem Text über diesen Konflikt zwischen Maoismus und Chruschtschow, und also Maoismus und der offiziellen Moskauer Linie, dass trotz all dessen, dass sozusagen hier nur die Krise des rechten Teils der Bolschewiki eigentlich ist, also des stalinistischen Lagers, eben mit dem Aufbegehren in der Dritten Welt objektiv oder zumindest was eine neue revolutionäre Situation gegeben ist. Ja, dazu. Erstmal, warum ich diesen Vergleich da vorgebracht habe. Es ging mir darum,
ja, darauf hinzuweisen, dass mit der Krise des Stalinismus es so richtig so ein leninistisches Revival fast schon gab. Das ist dann im Westen extremer in Ende der 60er und in den 70ern zum Vorschein gekommen. Aber dass quasi man sich wieder Fragen gestellt hat und versucht hat, sie zu beantworten mit Lenin. Und versucht hat zu argumentieren, inwiefern man wieder anknüpfen kann an diesem revolutionären Erbe. Ja, ich würde die Perspektive, dass man vielleicht vor einer sich vertiefen, vielleicht wieder quasi in Anführungszeichen am Vorabend der Revolution stehen konnte, war nicht vollkommen illegitim. Insofern, als dass wenn wir heute über Geschichte nachdenken, denken wir häufig, Zweiter Weltkrieg, da ist so ein Bruch und dann beginnt eine ganz andere Form der Geschichte. Und für uns heute stellt sich das nicht ohne Grund so dar. Aber für die Leute damals war es kein Bruch, sondern es gab lauter Krisen. Es war keine illegitime Vorstellung, dass sich quasi die Zeit des Umbruchs, der Revolution fortsetzte. Ich meine, bis Ende der 40er herrschen teilweise anarchische Zustände in großen Teilen der Welt, unter anderem auch in Europa. Dann kommt der Koreakrieg, vorher gibt es einen riesigen Bürgerkrieg in China und so weiter. Und dann diese ganzen kolonialen Krisen. Ja, ich denke, es war keine unbegründete Vorstellung, dass eine Spaltung über diese Fragen Bedeutung von Weltrevolution haben. Aber wie gesagt, ich sage ja nicht einfach, dass es quasi identisch ist, nur halt zu einer anderen Zeit oder so, sondern was damit dazu kommt, ist eben, dass dieses alles motiviert wird durch sehr starke realpolitische Bedürfnisse. Und das kommt dazu. Und wir dürfen quasi beide Seiten nicht vergessen, sondern wir müssen sie zusammendenken. Ja, also im Horizont der Dritten Internationale galt ja der Umweg zur Revolution als einer, der über die kolonial ausgebeuteten Völker geführt wird. Also wurde ausdrücklich gesagt, mit dem Fall des Imperialismus am Yangtze, also China, am Ganges, also Britisch-Indien, und dann hat irgendein Verrückter auch noch Kabul gesagt, ja, was da vom Gewicht her nicht so ganz reinpasst, aber mit dem Entfall des Zugriffs der imperialistischen Staaten auf diese Zuliefergebiete von Rohstoffen, Kapitalanlagesphären, Warenabsatzsphären und Beschaffungsquellen von billigen Arbeitskräften, um diese Leninsche diesen Vierklang von Imperialismus zu zitieren. Das war die Erwartung, dass also mit der aufkommenden Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo also die politischen Führer dieser Kolonialvölker gesagt haben, dass sozusagen, das war der letzte Gefallen, den wir denen getan haben. Na? Also dass ein Gandhi sagen konnte, also Engländer, ich bin das Beste, was euch passieren kann. Ja? Also jede Alternative zu mir, die arbeitet beim nächsten Mal wie Subhash Chandra Bose mit eurem imperialistischen Rivalen zusammen und dann zerbricht eure Herrschaft über Indien. Also es gab eine Aufstands- und Revolutionsoptik, die dieser Vorstellung auch ein Stück weit entsprochen hat. Also in der Sprache der europäischen Länder, also bei den Briten hieß das Commonwealth Emergencies. Also Kuala Lumpur, Kenia, Nairobi, Aden, Südjemen, ja, dieser ganze große Raum des englischen Imperiums war erschüttert von diesen Notfällen in der gemeinsamen Welt, klingt so ein bisschen wie Ruski Mir heute von Putin, also kann man gut ins Englische übersetzen, dieses Commonwealth-Ding. Und damit war eben auch wirklich die Erwartung verbunden, das geht dann so weiter Richtung wie Vietnam, China. Und in der Situation, wo jetzt diese Erwartung herrschte, haben die dann also von China aus beobachtet, was macht der Khrushchev? Er macht Détente. Das heißt, er lässt sich darauf ein, dass die zusammenbrechende Kolonialherrschaft der europäischen Länder in Form von Neokolonialismus, wie man das später genannt hat, an die USA übergeben wird. Ja, er fährt zu Eisenhower und sagt,
wir sind ja hier gute Kriegskumpel gewesen, also auch persönlich als Frontkommandeure. Eisenhower, der von Malta aus dann gelandet ist in Italien und die Italiener die Front aufgerollt hat. Also sozusagen, man kann sagen, zwei Kriegsveteranen einigen sich darauf, den Dritten Weltkrieg machen wir jetzt mal nicht. Ja? Wir haben genug Probleme, also echte Probleme. Ja? Und man gesteht sich gegenseitig zu, ja, du versuchst da deinen sozialistischen Aufbau oder deine Volksdemokratien da, versuch mal, wie weit du kommst. Ne? Und wir versuchen, die Amerikaner nehmen uns von den Engländern und von diesen Kapitulationsfröschen, wie sie die Surrender Monkeys, wie sie die Franzosen bezeichnet haben, und von den Belgiern, ja, wir übernehmen deren de facto Herrschaftsrolle, so wie wir von den USA nach dem Ersten Weltkrieg die Einzelstaaten da von Österreich-Ungarn aufgemotzt haben. Also wir machen so eine Art globales Versailles über die westliche Welt und dafür dürft ihr da Ungarn, wenn ihr Ärger habt da mit den Deutschen, mit den Ostdeutschen, ja, sehen wir da nicht so eng. Ne? Und die entscheidende Collusion, die er gegeben hat, die entscheidende Zusammenarbeit, die dann zustande gekommen ist, war, als Nasser in Ägypten den Suezkanal beschlagnahmt hat, verstaatlicht hat und daraufhin die Briten und Franzosen Truppen in Marsch gesetzt haben. Und die Israelis auch noch eigene Rechnungen begleichen wollten. Und in der Situation brannte gleichzeitig Budapest, ja, also war Aufstand in Budapest, und in der Situation war sich Chruschtschow mit Eisenhower so weit einig, dass er London und Paris mit der atomaren Vernichtung drohen konnte, dafür, dass sie sich zurückziehen aus Suez und Nasser den Laden überlassen und damit diese ganze Region, Syrien, Ägypten, Irak, das alles zu sowjetischen Klientelstaaten heranwachsen würde. Und gleichzeitig sich also Chruschtschow sicher sein konnte, dass Eisenhower die Engländer und Franzosen fallen lässt. Ja? Also das war gerade nicht selbstverständlich, wenn es nicht diese Détente-Collusion vorher gegeben hätte. Und da sind die Chinesen natürlich ausgerastet, wenn sie das gesehen haben. Sie haben jetzt bei diesem Ungarn haben sie noch gesagt, dass sie sagen, okay, das sind alles Konterrevolutionäre, wenn ihr zusammenschießt, meinetwegen. Und als das sich drohte, dann zu übertragen auf Polen mit ersten Unruhen in Posen und die dann von Chruschtschow persönlich besänftigt werden musste. Man musste es auch persönlicher anreisen, als Halbukrainer kam er quasi aus der Gegend. Da haben die Chinesen dann schon so einen Eindruck gekriegt, dass das nicht nur auf Verrat hinausläuft, sondern auch auf Hegemonie. Das heißt, dass diese Leute, die stehen den Amerikanern nicht nur zu, macht mal, übernehmt mal von diesen bankrotten Europäern die eine Hälfte der Welt, sondern dass er als Gegenleistung und als komplementäre Leistung dazu eine eiserne Hegemonie da über seinen Ostblock ausbreitet und dafür sorgt, dass jedenfalls nicht nach links ausgeschert wird. Also das heißt, mit Tito hatten sie zwar gebrochen und haben sich beschimpft, aber dass Tito da mit Touristen und Gastarbeitern da ein bisschen Geld verdient hat, das war jetzt nicht, bei weitem nicht so ein Skandal, wie jetzt als Chruschtschow sich sicher sein zu können, dass er Eisenhower so viel gegeben hat, dass Eisenhower im Gegenzug dazu seine europäischen Kriegsverbündeten, denen er ja gerade ihren Arsch gerettet hat, also das ist ja 10 Jahre vorher, das ist ja zeitlich alles noch sehr nahestehend, und damit die NATO schon fragwürdig wurde, ja, und das alles erst wieder hergestellt werden musste, das sogenannte Vertrauen und so, und dann die EU ausgebaut werden konnte. Oh, ja, okay, machen wir es.
Und da haben die Chinesen am Anfang nicht mitmachen wollen. Interessanterweise dazu noch 56 sagt Mao sogar zwischenzeitlich, dass sollte die Sowjetunion Ungarn und Polen den Krieg erklären, würden sie sich auf die Seite Ungarns und Polens stellen, und hat seine Position erst später, nachdem die Sache ein bisschen außer Kontrolle geraten war, geändert. Ja, aber ursprünglich schien es so, als könnte man mit Chruschtschow gut zusammenarbeiten, aber die Chinesen, nein, die werfen quasi mit Dreck rum. Interessanterweise, Kissinger schreibt in seinen Memoiren auch, dass als die Grenzkonflikte, also in der Mandschurei haben die Russen und die Chinesen aufeinander geschossen, immer wieder mit teilweise hunderten Toten. Als das angefangen hat, dachte Kissinger, okay, das sind die Unruhestifter, das sind die Chinesen, die nicht Ruhe geben wollen und die Russen provozieren und angreifen. Und erst später hat er zu seiner Überraschung festgestellt, dass die Grenzkonflikte zuerst initiiert wurden durch die Russen, die quasi den aufmüpfigen Chinesen mal erklären wollten, wer der Chef ist. Und spätestens dann hat er dann sicherlich verstanden, was die Chance darin ist. Okay, so viel zu Geopolitik. Noch Fragen? Finn, bitte. Ja, aber das ist ja auch sozusagen dann das hast du nur so am Rande erwähnt, aber das wäre ja dann sozusagen auch der Unterschied zu 1918. Weil immer wenn man diese ganzen Konflikte und hintergründigen Beziehungen und Machtstreitigkeiten so nachvollzieht, die sozusagen hinter diesem vordergründigen Phänomen eines ideologischen Bruchs in der kommunistischen Weltbewegung hervorscheinen, dann ist es ja immer sozusagen Geopolitik, da geht es um Welthegemonie, dann geht es eigentlich ja um die Art der Verwaltung oder die Aufteilung einer Welt, die sich im Grunde aber nicht ändern soll. Und insofern scheint es mir ja schon so zu sein, dass dieser ideologische Split, der zu Lenins Zeit, 1918, sozusagen die Geburtswehen einer neuen Gesellschaft werden sollten, hier die Todeswehen, sozusagen das letzte Aufbäumen eines sozusagen schon fast toten Marxismus sind, der mal weniger, mal mehr plausibel seine geopolitischen Interessen hinter marxistischer Terminologie verstecken muss. Wie gesagt, das ist eine der entscheidenden Fragen meines Vortrags. Ist es quasi eine ideologische Ausrede? Ich habe in meinem Vortrag gesagt, ja, aber nicht nur. Also, das ist überhaupt die Natur des Stalinismus, wie ich glaube ich auch erwähnt habe, dass er quasi definiert wird durch den ständigen Widerspruch zwischen dem, worauf die Macht dieser Parteien und diese Staaten beruhen, und das ist am Ende des Tages das Erbe der Oktoberrevolution und die radikale marxistische Ideologie, und den ganz profanen geopolitischen Ansprüchen der stalinistischen Logik, welche darauf aus ist, diese Institution, diesen Staat zu erhalten, was häufig eine Bürde war, was häufig einen in seltsame Gewässer gebracht hat, was deutlich leichter gewesen wäre, wenn man sich nicht um diesen Marxismus scheren musste, aber ja, wie gesagt, sie konnten es nicht einfach, weil das war die Struktur dieser Staaten, die sie führten. Das heißt, das waren Staaten, die in direkter Linie quasi von der Oktoberrevolution abstammen. Deswegen ist es nicht so einfach. Interessanterweise Berias Plan, er wollte auch die Macht übernehmen, Beria, nach Stalins Tod,
Berias Plan war so ungefähr, die Sache aufzugeben. Berias Plan war so ungefähr, ja, wir schaffen nationalbürgerliche Regime in Osteuropa und wir kriegen dafür was vom Westen. Und wir entledigen uns so ungefähr, ich meine, er hat's nie so ganz direkt gesagt, aber das war der Vorwurf und ich glaube, das ergibt sich aus einer Reihe von Quellen, dass sein Plan so ungefähr war, ja, es mit dem Kommunismus mal bleiben zu lassen, aus geopolitischen Interessen, aus guten Gründen. Und wenn er sich durchgesetzt hätte, dann wäre dieses Monster heute unser Held. Dann wäre hier im Westen unser Held wie eine schlechte Erinnerung an Gorbatschow heute unser Held ist. So war Gorbatschow auch nicht, wie wir uns an ihn in der offiziellen Geschichtsschreibung der Bundesrepublik, wie wir uns an ihn erinnern, so war er nicht. Aber so würden wir uns an Beria erinnern, höchstwahrscheinlich. Wir hätten ihn geliebt, aber er hat sich nicht durchgesetzt. Keine schlechte Sache vielleicht, wenn man sich den Mann anschaut und seine Pläne. Naja, noch eine Frage, Thomas, bitte. Ja, also Beria hatte vor, die DDR zu verkaufen und Gesamtdeutschland zu finnlandisieren und hatte sich zu dem Zweck mit einem Teil der Stasi-Führung verabredet, der sogenannten Zeisser Herrenstadt-Fraktion. Und dazwischen gekommen ist dann der 17. Juni. Ja, also das war schon ein, sagen wir mal, rechtsstalinistisches Komplott zum Zurückrudern im großen Stil auf so eine Art neue ökonomische Politik mit Sonderpartnerschaft einem Vereinigten Deutschland dann zu dem Zeitpunkt schon. Und das ist also durch den Arbeiteraufstand tatsächlich in Ostberlin ist das durchkreuzt worden. Und es gab Hinweise darauf, das ist jetzt schon wieder aktuelle Parallelen auch, dass sowjetische Truppen, die in sehr großer Zahl in der sowjetischen Besatzungszone und frisch gegründeten DDR standen, die wären aus dem Hinterhalt in Polen überfallen worden. Von Partisanentätigkeit, die es vom Baltikum bis Tibet gegeben hat, ja, also in einem ganz großen Bogen, und sodass das Militär dagegen war. Das Militär also hat gegenüber Beria signalisiert, unsere Armeen sind in der DDR am sichersten. Ja, und wir möchten da keine Experimente mit großen Verschiebungen haben, sonst sprengen uns da in Polen und womöglich noch in der Westukraine die Partisanen die Schienen in die Luft. Und unsere Leute müssen da irgendwie keine Versorgung, müssen auf den Wiesen da die Schafe jagen. Ja? Und das wird eine ganz große Peinlichkeit. Und damit geriet Beria so in den Geruch des Abenteurertums, also das vielleicht auch des Kapitulantentums, aber auch also wahrscheinlich primär des Abenteurertums, und wuchs dann die Entschlossenheit, dass man sich also wirklich zunächst mal dieser Figur entledigt, um dann geschlossen und langsam, Schritt für Schritt, Gulag verkleinern, tendenziell auflösen und Strafgesetzbuch bereinigen, um die allerkrassesten Sachen, also diese Entstalinisierungssachen zu machen, wenn die ihm dachten, so wie der Beria das macht, da brechen wir uns den Hals bei. Genau. Interessanterweise war, ich weiß nicht, ob bei der Destalinisierung so wirklich alle dabei waren, aber bei der Beseitigung von Beria waren wirklich alle, die ganze Truppe nochmal vereint, das Militär um Schukow, Konev, Molotow, der dann später der große Kritiker der Destalinisierung werden sollte. Übrigens, dafür hat er einen Botschafterposten in der Mongolei bekommen. Chruschtschow war freundlicher als Stalin. Er hat Malenkov nach Kasachstan in Elektrizitätswerk gesteckt und Molotow als Botschafter in die Mongolei. Aber er hat dennoch klar gemacht, dass er solche Leute nicht in seiner Nähe und nicht in der Nähe der Macht gebrauchen konnte. Insofern, manches ändert sich, manches bleibt gleich. Ja, so viel dazu. Noch irgendwelche Fragen zum Vortrag? Nein, doch, von Farsad, bitteschön.
Also das ist jetzt keine Frage meinerseits, aber mich würde es schon interessieren, oh, sorry, womöglich etwas zu laut in der Aufnahme. Mich würde womöglich sehr interessieren, weil dein Vortrag ist ja schon sehr geschichtlich, also er beschäftigt sich hauptsächlich mit der Geschichte des Stalinismus in den in 30ern, 40ern, 50ern und dann bis in die 60er, 70er hinein. Und mich würde interessieren, was praktisch diese Krise des Stalinismus, um es so auszudrücken, für die Linke bedeutet hat und heute noch bedeutet und inwiefern praktisch sozusagen noch diese Krise des Stalinismus in der heutigen Linken ihren Ausdruck findet. Ja, das habe ich ja, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen. Ich würde noch mal kurz zu dem was sagen, dass mein Vortrag sehr historisch ist. Ja, er ist sehr historisch, aber ich würde sagen, als Historiographie ist er ziemlich nutzlos. Weil das ist ein Thema, das umfasst unheimlich viele Details und kann in einem 45-Minuten-Vortrag oder wie lange ich jetzt geredet habe, nicht adäquat abgedeckt werden. So, aber zur Bedeutung der Spaltung. Ich habe ja gesagt, das ist quasi auf einer tieferen Ebene ist es keine ideologische Ursache für die Spaltung, sondern eine geopolitische. Aber sie hat sich natürlich ideologisch ausgeübt. Sie hat sich einmal ganz konkret politisch ausgeübt, als dass innerhalb selbst oder gerade der Moskau-treuen Parteien es einen Kampf um die Führung gab. In Amerika zum Beispiel gab es Earl Browder, der hat sich ein bisschen vorschnell Chruschtschow angeschlossen und ist dann von seiner eigenen Partei abgesägt worden und ersetzt worden durch, habe ich gerade vergessen, jemand, der noch ein bisschen orthodoxer stalinistisch war. Aber am Ende des Tages ist die CPUSA doch auch den chruschtschewitischen Kurs mitgegangen. Viel wichtiger ist aber die Bedeutung dafür, dass die Rede 1956, deswegen sage ich wichtigste Rede seit Marcus Antonius Grabrede für Julius Caesar, die wirkliche Bedeutung ist, dass das die Geburtsstunde der neuen Linken war. Es hat sich nämlich nicht nur eine geopolitische Krise im Ostblock und mit China und so weiter angebahnt, sondern eine ernsthafte politische, ideologische Krise, insbesondere im Westen. Diese zwei Sachen haben sich dann natürlich vermischt. Aber die neue Linke hat angefangen mit einer Kritik des Stalinismus, mit einer Kritik quasi des Sozialismus ihrer Eltern, wenn man so möchte. Oder dazu ist es dann geworden. Aber ja, und ich meine, ich kann jetzt nicht zu viel über die neue Linke ausführen. Ich denke, dafür haben wir auch andere Veranstaltungen. Aber ja, der Ursprung liegt in der politischen Krise im Ostblock. Dann ist erst quasi, damit sich eine politische Krise so wirklich ausübt und eine ideologische Krise und neue Ideen aufkommen, müssen die Leute, die daran beteiligt sind, glauben, dass es eine Chance hat. Diese Debatten, die sie da führen, dass sie eine reale politische Chance haben. Und solange Stalin an der Macht war, egal was sie dachten, solange Stalin an der Macht war, dachte niemand wirklich, dass jetzt eine kritische Debatte zu führen, lass uns mal nicht reden von sicher, politisch möglich war. Der Mann hatte die ganze kommunistische Welt in der Hand. Und sein Tod hat eine politische Krise, eine Unsicherheit in der politischen Führung des Kommunismus auf der ganzen Welt, aber insbesondere auch im Westen ausgeübt, die diese bereits bestehenden Unzufriedenheiten haben losbrechen lassen und der sich dann in den 60ern eine große Jugendbewegung, die übrigens auch viel mit demografischen Veränderungen und dem Babyboom und dem Krieg zu tun hat, aber dennoch die zu neuen Ideen geführt hat und die zu einer neuen Auseinandersetzung mit alten Ideen, das ist vielleicht viel wichtiger, nämlich mit marxistischen Ideen geführt hat. Es ist am Ende des Tages nicht so weit gekommen, es ist am Ende des Tages gescheitert und ich denke in vielerlei Hinsicht hinter das Objekt der Kritik des ursprünglichen Stalinismus zurückgefallen. Aber das ist dennoch bemerkenswert, quasi
wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen es verstehen. Und dafür ist es wichtig, die Krise von 56 zu verstehen. Weitere Fragen? Thomas, bitte. Ja, ich wollte noch, weil wir es vielleicht etwas vernachlässigt haben, die Beziehung von dem Ganzen jetzt zum Entwicklungsstand des Marxismus im engeren Sinne zu der Zeit. Also dadurch, dass Khrushchev die friedliche Koexistenz da aufgebracht hat, hat er in einem Aufwasch nicht nur friedliche Koexistenz zwischen sozialistischen Lagern und imperialistischen Staaten, sondern die imperialistischen Kriege für obsolet erklärt. Und die lenische Lehre von imperialistischen Kriegen war sozusagen die Übertragung der marxischen Konkurrenz der Kapitale auf die Ebene der Staaten als Monopole, die dann Fronten bilden. Und also nur um selber nicht sich allzu sehr konfrontieren zu müssen mit den, also seinen quasi ehemaligen Bündnispartnern aus der antifaschistischen Koalition, hat er eben auch gleichzeitig über Bord geworfen, wie man damals sagte, die ganze Lehre eben davon, dass Kapitalismus zu imperialistischen Kriegen führt. Ja, das hat dann auch das Ganze in Frage gestellt. Wenn man nicht mehr davon ausgeht, dass imperialistische Kriege von dieser Produktionsweise herkommen, dann kann man sich sehr entstressen und große Deals und Kompromisse da abschließen. Und das hat die Chinesen natürlich massiv da alarmiert, dass sie da dann auch mitverkauft werden. Dass denen als nächstes gesagt wird, macht mal 5 oder 10 Hongkongs, ja. Und wir machen das auch, wir machen das da in Königsberg, Kaliningrad und ja, wollen auch mal ein bisschen mehr Konsum aus dem Westen kriegen. Also sozusagen das stand in der Luft damals. Dann dieser ganze Frage Zerbrechen des bürgerlichen Staats bei der proletarischen Revolution. Ja, Moskau hat gesagt, parlamentarischer Weg geht. Und das war eine heikle Geschichte, weil Moskau sich da auf bestimmte Aussagen von Engels bezogen hat, als Engels als Militärexperte da herausgefunden hatte, die schnell nachladende leichte Artillerie kann da schneller durch die Chausseen schießen, als die Revolutionäre ihre Barrikaden aufbauen können. Deswegen SPD, ja, machen wir Wahlkampf, ja. Das ist da aufgebrochen an der Stelle zwischen den beiden auch und Peking hat eben darauf beharrt und gesagt, euer parlamentarischer Weg, das führt in der dritten Welt dann dazu, dass die Amerikaner den englischen Kolonialapparat übernehmen. Da habt ihr euren parlamentarischen Weg. Ja? Es ist Verrat auf der ganzen Linie und deswegen also marxismusmäßig daran festgehalten, bürgerlicher Staatsapparat muss im Zuge von Revolutionen zerbrochen werden und imperialistischer Krieg zwischen imperialistischen Staaten ist eine unvermeidliche Sache. Und damit das nicht den Bach runtergeht, muss man eben diese antikolonialen Kämpfe befeuern. Und jetzt gemessen an der Realität ist das eben ist das Szenario eben sehr vielgestaltig und mannigfaltig, weil da auch viele Probleme von neu unabhängig gewordenen Ländern selber offenbar geworden sind, die man sich so nicht hat vorstellen können. Also dass da in Britisch-Indien als erstes ein Krieg ausbricht zwischen der Muslimliga in Gestalt von Pakistan und dem Hindu-Nationalismus mit 1 Million Toten, das ist natürlich nicht so vorgesehen. Es ist nur vorgesehen gewesen, die liefern nicht mehr für die Engländer. Dann haben die keine imperialistischen Extraprofite mehr, mit denen sie die Arbeiterklasse bestechen können. So gab es so vulgäre Vorstellungen. Und stattdessen spielt sich da die Barbarei ab im Mau-Mau-Aufstand und im indisch-pakistanischen Krieg. Und der dritte Punkt, Diktatur des Proletariats und Herrschaft des ganzen Volkes. Ja, das ist auch wieder heikel, weil es gibt in den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie, gibt es bei Marx so eine besinnliche Stelle, wo er in diesem Maschinenkapitel, nachdem er in dieser Elektroausstellung da gewesen ist,
sich dahingehend äußert, dass man sich das nicht so naiv vorstellen solle, dass der moderne Proletarier womöglich alle Geräte bedienen könne und produktiver Gesamtarbeiter und umfassend fähig ist, die Produktion zu führen und man sich deswegen wirklich auf das Proletariat als Klasse komplett konzentrieren und beschränken kann. Und da tauchen Formulierungen auf: Kulturniveau des ganzen Volkes ist ausschlaggebend für den Höhegrad der Verdichtung von, heute würde ich sagen, Innovationskraft in den Produktivkräften. Ja, also es kommt was da rein, wo auf einmal Wissenschaft, Kultur, Ausbildung, Angestellte, also alles, was damit zusammenhängt, dieser ganze akademische Bildungsreformsblock, der später dann entstanden ist, der ist beim Marx schon so als Gedankenzucken da drin gewesen, in den Grundrissen, nachdem er auf dieser Elektroausstellung gewesen ist. Und darauf haben die Sowjets sich bezogen und haben gesagt, ja, wir machen hier etwas, wir behaupten jetzt nicht mehr, dass irgendwie jeder, der nur weil er im Krieg war oder irgend so ein Scheiß, ja, dass er deswegen Arbeiterklasse ist, sondern wir sagen, okay, er ist ein Spezialist, ja, da muss er nicht unbedingt einen proletarischen Stammbaum von uns da erfunden bekommen haben, ja. Oder er ist, da steht ja im Pass drin, Intelligenz, ja. Klassenherkunft, Intelligenz, ne. Da denke ich so, was ist das denn? Da steht das denn, Intelligenz im Kapital, ja. Also, ja, ein soziologisches Chaos, was sie da angerichtet haben, ne? Und also schwerer Normenverstoß. Während bei den Chinesen, die haben gesagt, wenn denen dann vorgeworfen wurde, ihr seid ja nur so Bauern, ja, dann haben die gesagt, ja, wir werden mal zeigen, was unsere Bauern können, und dann sind sie in die Katastrophe von diesem großen Sprung nach vorne marschiert. Ja, dann haben sie gesagt, die Bauern können das hier, die können auch Stahl herstellen, ja, und dann ging das los mit dem Bleigießen auf dem Dorf, ne? Und also technologisch also völlig unzureichend und dilettantisch gemacht, aber eben getragen von dieser Vorstellung, lieber aus einem Bauern auf die schnelle Tour einen Proletarier gemacht, als diesen gigantischen bürokratischen Kulturumweg der sowjetischen Vorstellung da. Da wollte ich in meinem Vortrag vielleicht noch hinzufügen, inwiefern dieser große Sprung nach vorne auch so ein bisschen notwendig war, weil die Sowjets haben Stück für Stück mehr und mehr von der Industriehilfe zurückgezogen und ich glaube 1960 alles beendet. Und kurz vorher wurde der große Sprung nach vorne offiziell angekündigt, 1959. Also ja, es musste jetzt Industrialisierung sein. Und man konnte sich nicht mehr auf den einfachen Weg verlassen, dass man es quasi sicher macht und langsam mit der Hilfe von einem freundlichen großen Staat, der hilft, sondern man war wieder, und darauf bin ich ja auch eingegangen, man war so ein bisschen wieder in den 30ern bzw. späten 20ern, als man gesehen hat, okay, wir sind hier irgendwie nicht umringt von freundlichen Mächten und wir sind ein ziemlich zurückgebliebener Bauernstaat, wo es allen irgendwie dreckig geht. Und jetzt müssen wir dieses Ding irgendwie in etwas verwandeln, was sich verteidigen kann. Das darf man auch nicht vergessen, by the way. In den 50ern und insbesondere auch für große Teile der 60er dachten die Chinesen, dass die Amerikaner sie angreifen würden. Und sie dachten, dass die Sowjets möglicherweise helfen würden. Also das hat viel von der Politik motiviert. Ja, ich weiß nicht, ob du noch was dazu... So ambitionslos wie die mongolische Volksrepublik wollten sie nicht sein. Nein. Na, also das wäre sozusagen theoretisch, technisch eine Alternative gewesen, zu sagen, okay, wir bleiben hier, wir sind Nomaden, Bauern und ja, haben hier unsere Folklore und das reicht uns. Ja. Das war es natürlich nicht. Ne? Also dafür hat eben China damals mit 600 Millionen Einwohnern und eben dieser Kultur und diesem spezifischen eigenen Bildungs- und Bürokratiebewusstsein, dass man was an Gewicht in die Welt was einzubringen hat, ne? Wenn die den apolitischen Weg der mongolischen Volksrepublik gegangen wären, hätten sie sich als Verräter vorgekommen gegenüber diesen ganzen Brandstellen da in der dritten Welt. Ja? Und deswegen mussten sie da massiv ins Wagnis gehen, was
ungeheuer teuer natürlich zu stehen gekommen ist, weil sich das alles als nicht so einfach erwiesen hat. Ja. Okay, ich würde sagen, vielleicht... So, Mikrofon. Ich würde sagen, vielleicht noch eine abschließende Frage, falls es eine gibt. Gibt keine? Okay. Na dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat, den Zuhörern in der Aufnahme. Und bis bald.